Hallo Mädels, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird bei mir gebastelt. Wir kennen alle das Problem mit den Schuhen. Entweder sind sie zu teuer oder nicht das, was man sucht, oder nur im Ausland zu kaufen und das kostet natürlich sehr viel Geld und auch sehr viel Zeit. Heute ist Schluss damit. Ich zeige euch, wie ihr ganz einfach Sandalen für eure Smart Dolls machen könnt. Für die Sandalen braucht ihr folgende Materialien: ein Stück Baumwollstoff für die Innensohle, dünnen Karton, Moosgummi für die Sohle und den Absatz, Klettband für den Verschluss, einen Sekundenkleber, am besten Gel, einen Prittstift und einen Kraftkleber. Und noch die einzelnen Schnittteile, entweder aus Kunstleder, wie ich das hier verwenden werde, oder dünnem Echtleder. Den rechten Schuh habe ich schon fertig gemacht und heute zeige ich euch anhand des linken Schuhs, wie ihr so eine Sandale machen könnt. Als erstes brauchen wir den Prittstift und die zwei aus Karton ausgeschnittenen Sohlen. Ich habe einen recht dünnen Karton genommen, um genau zu sein, war das eine Cornflakes-Packung, der sich sehr gut eignet, um Schuhe zu machen. Streiche nun mit dem Prittstift eine Sohle ein und lege anschließend die zweite oben drauf und drücke alles einmal fest. Jetzt muss man darauf achten, dass man die richtige Seite erwischt. Am besten hältst du den Fuß einmal hin. Streiche den Kleber auf die Sohle drauf und schau, dass überall der Kleber aufgetragen wurde. Jetzt kannst du die Sohle mit der bestrichenen Seite auf den Stoff drauflegen und einmal andrücken. Schneide den Stoff etwas zurecht, lasse ungefähr 1 cm Abstand zu der Sohle. Der Stoff wird jetzt so umgeklappt. Schneide hier an der Seite ein, aber nicht ganz durchschneiden. Und kurz bevor die Ferse beginnt, also kurz vor der Kurve, machst du auch nochmal einen Schnitt rein. Und genau so machst du das auch auf der anderen Seite. Mit dem Klebestift wird eine Seite eingestrichen und auch die Außenkante. Nun wird der Stoff von der Mitte beginnend eingeklappt und festgedrückt. Auch die Außenkante nochmal nachfahren. Bei der anderen Seite wird es genauso gemacht. Kleber einstreichen, die Außenkante nicht vergessen, dann von der Mitte beginnen, den Stoff umklappen und alles schön andrücken. An der Kurve im vorderen Bereich wird der Stoff so umgeklappt. Damit hier aber keine Falten entstehen, schneiden wir kleine Dreiecke raus. Auch hier darauf achten, nicht zu nah an die Kante, nicht zu nah an die Schuhsohle schneiden, sonst franzt an dieser Stelle dann der Stoff aus. Trage den Kleber drauf, sei nicht zu sparsam und beginne von der Mitte ausgehend die kleinen Dreiecke umzuklappen und festzukleben. Fahre mit dem Finger nochmal gut über die Außenkante, dass da alles schön glatt ist und rund ist. Es wird zwar später hier mit dem Band verdeckt, aber oben könnte man es doch sehen. Hinten an der Ferse wird es genauso gemacht. Zuerst werden kleine Dreiecke rausgeschnitten und dann anschließend das Ganze angeklebt.
Bevor wir weitermachen, müssen einmal vom Schnittmuster die ganzen Markierungen auf die Sohle übertragen werden. Das Puppenbein muss einmal auf die Sohle fixiert werden. Das mache ich mit so kleinen Gummis. Vorne eins und hinten eins. Und dann brauchen wir einmal den breiten Streifen. Und den Sekundenkleber brauchst du jetzt auch. Für den Schutz des Fußes empfehle ich dir, den Fuß vorher mit Klarsichtfolie zu umwickeln. Ich zeige dir, wie das gleich angeklebt wird. Und zwar legt man das hier oben drauf, klebt das fest und dann wird das Band einmal drum gewickelt um den Fuß und auf der anderen Seite festgeklebt. Den Sekundenkleber trage ich oben und an der Seite auf. Dann wird das Band direkt an die Markierung angelegt, angedrückt, fertig. So wird das andere Ende umgelegt. Ich habe hier kein genaues Maß, wie viel ihr von der Länge umlegen müsst. Ich habe zwar hier 4,6 cm abgemessen, aber das sind mehr wie 4,6. Der Fuß muss einfach noch gut rein und raus gehen können, aber nicht zu locker sein. Ich mache das nach Augenmaß. Ich trage mir den Kleber an die Stelle drauf. Nicht vergessen auch die Seitenkante und mit leichtem Zug wird das angeklebt, angedrückt und den Überschuss kann man dann abschneiden. Genauso wird das mit der anderen Seite gemacht. Man beginnt oben an der obersten Stelle und klappt dann das Band um. Also wieder Kleber auftragen. Das Band wird an die Klebefläche angelegt und festgedrückt. Und bevor ich das andere Ende festklebe, mache ich hier einen kleinen Sekundenkleberklecks, drücke das an, damit die zwei Riemen gehalten werden. Jetzt kann auch das andere Ende angeklebt werden. Auch hier Kleber auftragen, an die Seite nicht vergessen, andrücken und fertig. Jetzt muss noch der hintere Teil des Schuhs vorbereitet werden. Dafür übertrage ich die Markierung, an der später die Verschlusslasche festgeklebt wird. Die Verschlusslasche wird an die Innenseite vom Schuh angeklebt. Und zwar da, wo der Fuß eine Kurve hat, eine Innenkurve. Ich übertrage die Markierung jetzt auf das Leder und schneide mit der Schere einen kleinen Schlitz rein. Die Lasche wird jetzt durch diesen Schlitz reingesteckt. Ich ziehe die Lasche ungefähr 4 cm raus, so dass man das am anderen Rand nicht sieht, klebe sie mit Sekundenkleber fest und fertig. Nun markiere ich die Mitte an dem hinteren Teil, um das gleich ankleben zu können. Und klebe es mit einem Klebestreifen hinten an den Fuß fest. Achtet darauf, dass ihr ungefähr die Mitte erwischt habt. Mit dem Sekundenkleber streiche ich die Fläche ein, an die ich gleich den hinteren Teil des Schuhs ankleben werde. 5 cm werden hier draufgelegt, angedrückt, auch die Seiten nicht vergessen und festgeklebt. Und das Ganze wird auf der anderen Seite wiederholt. Sekundenkleber einstreichen, Leder drauflegen, andrücken und fertig.
Für den Verschluss schneide ich mir ein kleines Stückchen von meinem Klettband ab und klebe es mit dem Sekundenkleber auf die Lasche drauf. Das zweite Klettstückchen wird ebenfalls mit Sekundenkleber eingeschmiert und dann vergleiche ich es mit meinem zweiten Schuh, dass alles symmetrisch ist, und klappe es auf die Stelle, an die es dann zum Schluss hinkommen soll. Um die Unebenheiten hier auszugleichen, werde ich Reststücke von meinem Leder nehmen, sie in Streifen schneiden und dann einkleben. Ansonsten hast du zum Schluss kleine Dellen, die dann natürlich auch durch die Sohle sichtbar sind. Es muss hier jetzt nicht 100% zugeschnitten werden, es reicht, wenn es grob passt, dass halt einfach diese ganzen Unebenheiten ausgeglichen werden. Du siehst, ich lege das direkt drauf, zeichne es ein, schneide es aus. Und dann schaue ich nochmal, ob das ungefähr passt. Wenn nicht, werden hier noch kleine Ecken abgeschnitten und dann mit Sekundenkleber dran geklebt. Und so mache ich das mit der kompletten Sohle. Der Untergrund ist nun soweit vorbereitet. Ich bin zufrieden damit. Jetzt brauche ich den Kraftkleber und die Laufsohle. Vorher kontrolliere ich nochmal direkt am Schuh, auf welche Seite ich den Kleber auftragen muss. Diesen Kraftkleber muss man nach dem Auftragen ein paar Minuten an der Luft antrocknen lassen. Der Kleber wird einmal auf den Untergrund des Schuhs aufgetragen und dann auch noch auf die Laufsohle. Sobald der Kleber transparent wird, können beide Teile aufeinander gelegt und festgeklebt werden. Aber Achtung, diesen Kleber kann man nicht mehr korrigieren. Das heißt, du musst dir ganz sicher sein, dass du das auch richtig platzierst. Die Sohle muss jetzt gut angedrückt werden, gerade die Außenkanten, dass keine Lücken zwischen dem Schuh und der Laufsohle entstehen. Sollte an der Seite ein bisschen von dem Moosgummi rausschauen, kannst du das mit einer Schere etwas zurückschneiden. Mit dem schmalen Band werde ich jetzt alle unschönen Stellen zwischen der Sohle und dem Schuh abdecken, so wie hier. Und zwar beginnen wir dann in der Innenkuhle. Hier habe ich die Seiten vom hinteren Teil nicht gut angeklebt, das hat sich gelöst, das korrigiere ich jetzt nochmal. Nun wird an der Innenseite des Schuhs ein bisschen mit dem
Sekundenkleber eingestrichen und das schmale Band vorsichtig an die untere Kante von der Laufsohle angelegt und festgeklebt. Und das mache ich einmal rundherum. An allen Rundungen beim Schuh müsst ihr besonders langsam arbeiten und akkurat, dass hier dann keine Ecken mit reingebaut werden. Das sieht dann optisch nicht so schön aus. Im Allgemeinen lasst euch Zeit, gerade wenn ihr das zum ersten Mal macht. Schuhe fertigen hat was mit Übung zu tun. Meine ersten sahen Katastrophe aus, aber es wird langsam immer besser. Das Band klebe ich so nah wie möglich ans Ende dran und schneide es dann direkt ab. Und somit, wenn ich das jetzt anklebe, sieht man keinen Übergang. Somit wäre der Schuh fast fertig. Ich habe hier noch einen Absatz draufgeklebt, den könnte man auch weglassen, aber ich wollte das so realistisch wie möglich machen und habe den hiermit angeklebt. Hier muss man genau darauf achten, dass der Absatz mit der richtigen Seite auf den Schuh draufgeklebt wird. Mit der kurzen Seite zur Innenseite des Schuhs und mit der langen Seite zur Außenseite des Schuhs. Meine Lieben, somit ist das Video wieder zu Ende und ich hoffe, ihr bleibt kreativ und bastelt eure eigenen Schuhe für eure Puppen und zeigt mir das natürlich auf Instagram. Ich bin immer sehr gespannt auf eure Werke, wie ihr das umsetzt. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao!